Ist eigentlich auch vollkommen bescheuert, dass ich nach x Jahren, beziehungsweise nach Monaten jetzt hier vor der Kamera, jetzt erst darauf komme, da eine Lampe hinzustellen. Da könnt ihr mal sehen, du. Eigentlich muss ich nicht viel sagen. Getriebe rein, Kurbelwelle rein, Deckel drauf, Rumpf quasi. Dieses Lager hier. Ich werde öfter gefragt, wie kriegst du das Lager da raus? Und das ist im Prinzip so simpel wie schwierig zugleich, weil man mit keinem Innenauszieher reinkommt. Kann man sich vielleicht vorstellen. Das ist so simpel wie schwierig zugleich. Man dreht das Ding um. Hier hinten hat der Motorbauer da ein Loch drin gelassen. Da stecken wir einen Schraubenzieher rein. Passen ein bisschen auf, dass wir da an der Seite sind. Und dann schlagen wir das Lager da einfach raus. Und das kann genau so auch rückwärts wieder zusammen. Hier ist das neue Lager. Das stecken wir da wieder rein. Da gebe ich einen mit dem Dings drauf oder ich drücke das mit dem Schraubstock zusammen. Bei mir persönlich geht immer alles los mit Kickstarter-Einheit bzw. Kickstarter-Rad und diese ganze Geschichte. Wo ich beim letzten Mal nicht drauf eingegangen bin. Das hier besteht aus mehreren Teilen. Einmal der Welle mit diesem, was auch immer das ist, Abstandshalter Rad. Dann diese Feder. Dann diese Arretierung. Hier legt sich nämlich die Schraube an. Und hier ist ein Punkt. Ich denke, dass ihr den sehen könnt. Hier. Und dieser Punkt muss mit dem Punkt übereinstimmen. Das muss so eine Flucht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall ist das so die Richtung. Dann kommt hier die Feder rein. Die Feder wird hier in das Loch gesteckt und dann mit diesem Ding hier da arretiert. Dann merkt ihr auch, dass der hier dann drin sitzt und ihr die Feder hier vorspannen könnt, ohne dass der hier rausrutscht. Wenn das jetzt der Fall sein sollte, dass euer Kickstarter nicht mehr genug Kraft hat oder nicht mehr hochkommt, dann müsst ihr theoretisch nur mit dieser Welle oder beziehungsweise mit diesem Teil hier an die nächste Position rücken, damit der Weg hier weiter ist, den ihr vorspannen könnt, damit da mehr Zug drauf ist auf der Feder. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich werde das jetzt hier aber erstmal ausprobieren. Ich glaube, der Kickstarter ist nicht ganz so oft benutzt worden, als dass die Feder, wer weiß, wie ausgeleiert ist. Und im Zweifelsfall nehmen wir eine neue. Das hätten wir schon mal. Dann ist die Welle hier jetzt ja vorbereitet. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ein Großteil von euch werden es ja schon gesehen haben, aber wir machen es hier nochmal. Als erstes nehme ich die dicke Scheibe von den beiden. So, zentriere die so ein bisschen. Dann kommt das Rad da rein. Das stecke ich da unten durch und zentriere das da so ein bisschen drauf. Dann nehme ich mir ein neues Lager. Das öle ich dann selbstverständlich ein bisschen ein, damit das schon mal vorbereitet ist. Und stecke das da rein. Und darauf kommt dann die dünne Scheibe. So ist die Reihenfolge. Dann nehme ich mir die vorbereitete Kickstarterwelle. Vergewissere mich nochmal, dass das hier richtig sitzen tut. Und dann stecke ich die mit der Lasche in das Loch hier rein. So ungefähr. Wo ich dann hier unten die Welle drehen kann, um die dann hier vorzuspannen. Da braucht man ein bisschen Kraft für. Und hier kommt dann der Bolzen rein, den ihr da rausgedreht habt. Jetzt merke ich bin auf Spannung. Halt den fest, drehe den weiter. Und dann ist die Kickstarter-Geschichte da schon drin. Anschließend kriegt der kleine Schlingel dann 50 Newtonmeter Drehmoment, was sich ein bisschen schwierig gestaltet, wenn man hier alleine ist, aber ich werde das irgendwie schon schaffen. Und wenn wir dann alles richtig gemacht haben, dann lässt sich das Rad hier frei drehen. Hat hier so ein bisschen axial Spiel. Das darf natürlich nicht immer alles Press und Spack sein. Und wenn wir den dann hier drehen, dann fährt der da dran, kann dann da dran auch drüber rutschen oder ratschen oder wie auch immer sich das schimpft. Dann ist das ja schon erledigt, das funktioniert. Ich gehe davon aus, dass die Feder hält, dass die noch nicht so viel Haue gekriegt hat. Das ist jetzt so der Stand, wo ich immer starte, weil dieses Lager, was hier drin läuft, der immer neu kommt. Das heißt also erst die dicke Scheibe, dann das neue Lager. Wie rum ihr das macht, müsst ihr selber wissen. Ihr könnt auch das erst reinlegen, wobei das werde ich auch machen. Das bedeutet, ihr nehmt dann die dünne Scheibe, legt die da schon mal rein, legt anschließend das Rad da drauf mit dem Bund nach unten, legt da dann das neue Lager rein, damit ihr das schon mal vorbereitet habt. Und dann anschließend nehmt ihr dann die zweite Getriebewelle, die kommt mit dem Stumpf, also Antriebswelle, Abtriebswelle, die kommt dann mit dem Stumpf so rum in den Motor, aber das seht ihr gleich. Also halten wir das hier zusammen. Ich hoffe, ihr seht das, weil ich kann jetzt auf der Kamera nicht sehen. Und dann steckt ihr den hier ganz locker flockig in das Gehäuse rein. Wobei er sich jetzt hier ein bisschen wehrt. So, da haben wir es. Ihr wisst, dass ihr 100% richtig seid, wenn diese beiden Wellen, ich zoome euch hier mal rein, hier absolut bündig miteinander sind. Wenn diese oder diese jeweils Millimeter XY drüber stehen, dann wisst ihr, das ist noch nicht ganz so richtig. Dann müsst ihr mal eben gucken, wo es hängt. Anschließend gehe ich dann schon mal hin und hau hier den Millimeter Dichtring drüber. Das habe ich euch im ersten Video schon erzählt, warum der da rein muss. Und danach holen wir uns hier den
Lager-Innenring und stecken den hier drüber. Der geht aber ein bisschen knusprig da drüber. So, da haben wir ihn. Und danach kommt dann auch schon dieser Dichtring da drauf für die Buchse. Aber das sehen wir später. Nur dann ist das schon mal erledigt und bringt ein bisschen Farbe ins Spiel. Sind wir doch mal ehrlich, sieht doch viel schöner aus. Dann können wir jetzt ja die Schlingels da rein tun. Ist auch ganz einfach. 2 davon sind identisch und der andere ist anders. Und der anders ist, den grenzen wir schön aus. Der kommt hier auf die rechte Seite. Und die anderen beiden, kann man auch hier dran schön sehen, dass die beide mittig positioniert sind identisch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo welcher war. Aber das ist mir auch Hupe. Die sind noch ein bisschen ölig. Die stecke ich da jetzt einfach so rein. 50-50 Chance, dass ich richtig bin. Und wenn nicht, ist das auch egal. So, legen die hier schön zur Seite, damit wir hier in der Mitte Platz bekommen. Da kommt nämlich jetzt der Truthahn hier rein, den wir vorhin vorbereitet haben. Mit dem Loch positioniert ihr den nach oben, steckt den da drauf und dann dreht sich das ganz toll. Den nach oben hin. Dann könnt ihr hier hinten, hier wo mein Finger guckt, da könnt ihr den hochheben und da in die Schaltwelle oder wie das Ding heißt, da einstecken. Und hier unten genau das gleiche. Jetzt hat er sich gedreht, der Lümmel hier. Und dann die anderen da rein zwingen. So haben wir das doch. Das sieht doch gut aus. Und jetzt werden die erstmal fixiert, die Lümmels, damit die da bleiben, wo sie hingehören. Eben Tropfen Öl dran. Ihr wisst ja, wer gut schmiert, der gut fährt. Und dann sieht das Ganze doch schon ganz toll aus. Jetzt sollte man die Wellen auch drehen können, wie man hier schön sehen kann. Und jetzt kommt da der Träger drauf, von dem ich vorhin sprach, der hier das Ganze dann runterdrückt und das fixiert und hier dann dementsprechend die Führung gibt. Das Teil hatte ich schon vorbereitet. Den stecken wir einfach da oben drauf. Hier müsst ihr aufpassen, hier sitzen die Passhülsen. Da müssen die beiden sein. Und dann kann der da eigentlich mit so einem, habt ihr gerade gesehen, so einen leichten Batsch auf den Backen, sitzt er dann da und liegt da vernünftig an. Jetzt müssen die 2 Schrauben da rein, die muss ich aber erstmal suchen. Das sind diese beiden, aber die schiebe ich erstmal hier durch einen Gewindeschneider, weil die scheiße aussehen und da Schraubensicherungsrückstände dran sind. Deswegen soll ich mich da lang mit rumärgern. Entfetten, Schraubensicherung dran, ab geht da der Peter. Hier unten kommt die lange rein, da oben kommt die kurze rein. Die kriegen beide von mir 10 Newtonmeter. Wie geil ist das eigentlich, dass derjenige, der die Kiste hier am Ende gewinnt, das werde ich ja bestimmt schon gesagt haben oder noch sagen, auch in diesem Video, dass der genau weiß, was in seinem Motor genau passiert ist und wer dran war. Ich finde das geil. Für die, die das noch nicht mitbekommen haben, weil die eventuell neu dazugekommen sind. Dieses Moped bzw. den Motor, den wir gerade bauen, für das Moped, was wir gerade bauen, siehe das Video vorher, kannst du gewinnen. Wenn du daran Interesse hast, sieh dir gerne eben einmal das Video in der Beschreibung an, um auf dem aktuellen Stand zu sein, bzw. wie du an diese Kiste rankommen kannst. So, danach kommt der da drauf. Auch das Spiel kennen wir eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, ob ich hier alles kommentieren muss und was ich mit reinschneide und was ich rausnehme. Aber auf jeden Fall kommt danach diese Schraube hier rein. Auch wieder ein Tropfen Schraubensicherung drauf. Die Schraube ist soweit in Ordnung und sauber. Auch nur so fürs Gewissen. Ihr wisst, wie ich das meine. Die bekommt auch 10 Newtonmeter. Ich werde noch zum richtigen Profi-YouTuber durch. Ich habe gerade erstmal hier Fotos gemacht für das Thumbnail. Doch. Immer professioneller. Naja, apropos Profession. Ich mache jetzt hier erstmal Drehmoment drauf. Und machen hier erstmal überall ein bisschen was dran. Nehmen wir die Schaltarretierung, beziehungsweise wie auch immer das heißt. Aber es gibt für alles ja sowieso irgendwie 20 Begriffe gefühlt. Ich nenne das jetzt gelagertes Schwuppdiwuppdi. Ich möchte bitte, dass ihr diesen Begriff prägt und einbürgert. Also schrauben wir den da rein. Das Spiel kennen wir aber auch schon. Dann nehmen wir uns einen Schraubendreher und hebeln diesen hebeln wir jetzt dahinter, weil das gleich nicht mehr geht. Bisschen vorsichtig, auch mit den Fingers, ne? Und dann müsst ihr den hier gleich ein bisschen rüber halten, weil da ein Versatz drin ist und ihr sonst nicht runterschrauben könnt. Auch 10 Newtonmeter drauf. Anschließend nehme ich mir den Schraubendreher, setze den hier auf und schlage den ganz runter, weil wenn der hier mal drüber wegspringen sollte, ist halt nicht mehr viel mit arretieren, ne? Anschließend nehmen wir uns die 2 Kollegen hier. Das sind die Dichtringe 12,5 x 2 NBR 70 und die sitzen hier auf der Welle. Darüber sprachen wir auch schon mal. Hier hinten drauf und dichten dann nach außen hin den Motor ab. Sollte euer Motor aus der Schalt- bzw. Kickstarterwelle pissen, liegt es zu 99,995% an diesen 2 O-Ringen hier dran. Muss leider der ganze Motor für auseinander. Deswegen immer mitmachen. Habt ihr den Motor auf, macht die mit. Habt ihr die nicht neu zu Hause, wartet ihr die Tage, bis die da sind. Macht nicht den Fehler und
spart an diesen 2 scheiß Dichtringen, weil die fliegen unter Garantie irgendwann weg. Und dann habt ihr nämlich das Gepisse. Dann könnt ihr Simmringe tauschen, wie ihr wollt. Das wird immer wieder durchsuppen. Jetzt wisst ihr warum. Jetzt machen wir hier schön Schmatze drauf. Auch mit Schmatze nicht geizig sein, das Zeug kostet nichts. So, schön da einen drauflappen. Die Welle sah übrigens noch extrem gut aus. Da wurde nicht viel mit rumgeschaltet. Also kein Rennstreckenbetrieb oder so. Denke ich mal. Und dann führen wir die hier schön gleichmäßig ein. Bis wir hier Widerstand haben. Ne, das ist so nicht ganz richtig. Aha, jetzt. Und dann den hier zurückziehen. Zack, drin. Sollte schalten. Alles ist gut, klingt schön. Jetzt hauen wir da die Kurbelwelle rein. Ich würde sagen, wir verabschieden uns nochmal eben ganz kurz, weil die werden wir hoffentlich eine Weile nicht wiedersehen. Also Kurbelwelle, mach mir keine Schande, ne? Mach immer schön viel Drehmoment und halt möglichst lange. Pass auf den Exzenterhubzapfen auf. Du verschwindest jetzt in dem Motor. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch Dichtung und Deckel drauf, würde ich sagen, ne? Im Falle von diesem Tuning-Motor werde ich dieses Mal die Dichtung nicht mit Fett einsetzen. Deswegen will ich das jetzt entfetten. Dafür nehme ich Isopropanol, um eben einmal beide Dichtflächen hier von den Fettrückständen zu befreien. Ich nehme deswegen Dichtmasse in diesem Motor, weil dieser Motor relativ viel Druck intern haben wird. Jetzt gucke ich hier nochmal eben einmal drüber, ob ich alles habe. Ausdistanziert ist, das sollte alles passen, das wird auch gleich schalten. Das Ding ist vorgespannt, ausgerichtet, die Feder ist in Ordnung, die wird uns nicht wegbrechen. Das sitzt alles dazwischen, das Ding ist unten, alles okay, entfettet ist es, Passhülsen sitzen drin. Dann kann ich mich jetzt ja um die Dichtung kümmern. Also, wie gesagt, die wird hier eingeklebt. Ganz einfach wegen den Drücken und weil ich auch will, dass es in 5 Jahren noch dicht ist. Weil ich nicht hoffe oder denke, dass der Motor in den nächsten Jahren wieder auseinander muss. Je nachdem, wie derjenige, der die bekommt, damit umgeht. Jetzt mache ich mir hier einen dicken Haufen Dichtmittel hin. Die ersten Milliliter schmeiße ich immer weg. Und dann mache ich mir die hier drauf. Und jetzt mache ich das wie mit dem Fett, nur mit der Dichtmasse. Und schmiere ich die hier ein. Das hat den riesen Vorteil, dass man davon nichts weg verdrängt. Wenn ich das jetzt auf die Dichtfläche hier schmieren würde, hast du halt das Problem, dass es überall reingedrängt wird. Und hier hast du das Problem halt eben nicht. Und hier schön überall einen drauf, außer da oben, da braucht ja nichts hin, aber das hier reicht vollkommen. Die Dichtung an sich dichtet ja auch. Die Dichtmasse soll halt nur unterstützen. Dann machen wir die da drüber und hat halt den riesen Vorteil, das klebt sofort überall hier dran fest, ohne dass das gleich wer weiß wie hin und her rutscht. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Da ist alles gefettet und gemacht. Unsere Ölspritzdüse ist da drin, habt ihr im letzten Video gesehen, wenn nicht, Pech gehabt. Und dann kommt das Ding da jetzt drauf. Dann kriegt er hier wieder ein paar Ohren. Und dann machen wir ein bisschen die Schrauben sauber, bevor wir die da reinstecken. Jetzt schiebe ich das hier oben schon mal runter. Und genau so soll das auch aussehen. Richtig geil. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu prüfen. Nämlich, ob der Lümmel dann auch schaltet. Weil uns bringt das ja alles nichts, wenn wir das hier alles ganz toll zusammenbauen und das schön aussieht, aber einfach nicht funktioniert. Deswegen nehme ich mir dann einen Schalthebel. Wir sind jetzt in Gang 3. Also 2, 1. Also 0. Hier lässt sich drehen. Hier halte ich fest. Alles tippitoppi. Aber wer hätte das denn auch anders erwartet, ne? So ein Getriebe, das werde ich wohl noch eingebaut bekommen. Jetzt drehen wir den Bums um und machen original Feierabend für heute, weil ich gehe davon aus, dass das Video lang genug geworden ist. Solltest du dir das in Originalfassung nochmal angeguckt haben wollen, weil ich einige Sachen jetzt natürlich ausgelassen habe, weil schon mal gemacht, nur in Bezug auf das Tuning-Projekt drauf eingegangen, dann wie gesagt, guckt ihr das Video in der Beschreibung an. Hier könnt ihr jetzt sehen, was da an Dichtmasse rausgequillt ist. Das ist nämlich nichts, das ist zu vernachlässigen und genauso viel ist natürlich dann noch reingequillt, so stelle ich mir vor. Und das ist so das Maximum, was ich dem Ganzen in irgendeiner Art und Weise da irgendwie zutrauen möchte. Das ist dicht, mehr soll das nicht machen, fertig aus. Da ist es, das Produkt unseres heutigen Tages. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können aus dem Video und kannst nachvollziehen, warum ich auf gewisse Sachen eingegangen bin und auf andere nicht. Einfach so ein Zeitding, weil so ein Video muss ja nicht ausarten, wenn es das schon gibt. Mein Kanal ist ja schon ein Weilchen da. Falls für dich was dabei war, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren.
Video teilen, das nächste gucken, alles was mich unterstützt, einfach machen. Ist immer eine gute Sache. Und ansonsten viel Spaß beim selber Schrauben. Bis nächste Woche. Tschüss.